Als nächstes kommen wir zum Lenker. Bei einem Originallenker wie diesem hier, der noch ohne Scheibenbremsaufnahme ist, ist es immer ein Problem. Wie bringe ich meinen Hydraulikzylinder unter? Es gibt verschiedene Lösungen, wo man das hier absägen kann. Damit hätte ich jetzt in dem Fall auch keine Probleme. Es gibt aber auch Lösungen, die diese Halterung für die originalen Bremshebel erhält. Dann hat man allerdings das Problem, dass hier irgendwo der Bremshebel angebracht ist, aber dieses Originalding steht noch da rum und gehört irgendwie nicht dazu. Irgendwie sieht das immer komisch aus und gefällt mir nicht. Deswegen gibt es jetzt eine Lösung, die finde ich persönlich ziemlich schön. Die ist von der Firma Listor. Und zwar setzt man die einfach über die Originalaufnahme für den Bremshebel. Es wird dann hier mit einer durchgehenden Schraube festgeschraubt und wird dann hier und dort mit 2 Madenschrauben fixiert. Ich werde jetzt aus Sicherheitsgründen an der Stelle ein durchgehendes Loch bohren, damit das Ganze dann auch TÜV-konform ist und sich nicht verschieben kann. In jedem Fall hat dieses Teil den Vorteil, dass es, wie ich finde, sehr schön aussieht und man jede originale Bremspumpe für einen Motorradlenker verwenden kann. Ich habe hier jetzt in dem Fall eine Radialbremspumpe von Braking. Mit der zeige ich das mal. Kann ganz einfach angesetzt werden. Also so schnell wie mit dem Teil habe ich generell noch nie eine Bremspumpe an einen Lenker, der eigentlich für einen Bautenzug vorgesehen ist, angebracht. Weil im Prinzip ist der Umbau jetzt fertig. Und wie ich finde, eine optisch sehr schöne Lösung. Beide Teile, Radialbremszylinder wie auch diesen Umbausatz von Listor, findet ihr bei uns im Shop. Ein Teil, auf das ich euch auch noch aufmerksam machen möchte, ist diese Schaltraste. Das ist eine Motorino Diabolo Schaltraste. Die hat den Vorteil, dass sie sequenziell arbeitet. Das heißt, man kann immer nur einen Gang weiterschalten und dann arretiert sich diese Schaltraste. Man muss wieder loslassen und kann dann in den nächsten Gang schalten. Das hat den riesengroßen Vorteil, dass es fast ausgeschlossen ist, sich zu verschalten. Und gerade bei Large-Frame-Motoren, die an der Stelle ein wenig anfällig sind, hilft das doch unter Umständen sehr, die Lebensdauer zu verlängern. Als nächstes setze ich den Lenkkopf zusammen, damit der montiert werden kann. Dann kann ich den Roller schon mal bewegen. Das Schaltrohr, das habe ich jetzt selber lackiert, deswegen ist hier noch Kreppband drauf. Das mache ich jetzt ab und reinige das alles ein bisschen. Dann können die Rohre in dem Lenkkopf verbaut werden und dann kommen hier noch die Schalter an den Lenkkopf und dann kommt er auf den Roller. Also wenn ich den Lenker jetzt zusammenbaue, dann möchte ich natürlich gleich auf die Schaltung achten, denn ich möchte ja die Motorino Diabolo Schaltraste verbauen, also diese sequenzielle Schaltraste, und die benötigt etwas Technik hier im Schalthebel. Und zwar wird im Schalthebel diese Buchse verbaut, da ist eine Feder drin und die sorgt dafür, dass sich der Schalthebel automatisch zurückstellt. Und da die Schaltwege leicht länger sind mit der Motorino Diabolo, verbaue ich das hier. Das ist unser SIP-Schaltrad. Das ist das Original, das ist das SIP-Teil. Das ist aus Plastik, das ist sehr schön aus Aluminium gefräst. Und ja, das hat einen leicht größeren Durchmesser, dadurch verkürzen sich die Schaltwege. Passt sehr gut zur Motorino Diabolo. Damit lässt sich sehr gut schalten, sehr weich, macht Spaß. Okay, also als erstes baue ich wie gewohnt das Schaltrohr ein. Immer gut fetten, ist wichtig, damit es auch möglichst leicht läuft. Ganz wichtig bei der Motorino Diabolo, alles, was mit der Schaltung zu tun hat, muss sehr, sehr weich laufen, damit das auch wirklich Spaß macht, die sequenzielle Schaltung zu benutzen. Hier ist eine Zwischenscheibe, die ist mal wichtig, die darf man nicht vergessen. Eine kleine Distanzscheibe, damit hier das nicht direkt aufeinander reibt. So, und jetzt flutscht das wirklich einfach. Finger abwischen. Kommen hier auch wieder 2 Scheiben drauf. Eine Federscheibe und eine Abstandsscheibe. Und bevor ich die Mimik da verbaue, schaue ich erstmal, ob die Scheiben das Ganze auch auf die richtige Distanz bringen. Bisschen zu viel Druck drauf, weil es bewegt sich leicht straff. Da hätte ich gern weniger Druck, das muss besser flutschen. Also jetzt habe ich hier eine etwas dünnere Scheibe,
die ich dazwischen lege. Kleiner Tipp, diese Spangen spitze ich immer am Ende an. Damit lassen sich die Spangen wesentlich leichter hier in das Loch einfädeln. Das spart viel Nerven und dauert am Schleifbock ungefähr 10 Sekunden. Ja, das ist schon besser. Also nehme ich es wieder raus. Gemerkt, dass hier auch noch ein bisschen Fett drauf muss. Und dann stecke ich es zusammen und jetzt wichtig, kommt diese Federhülse mit rein, damit sich das Schaltrohr automatisch in die Nullstellung wieder zurückstellt. Dreht sich alles schön leicht. Jetzt dreht sich diese Federhülse natürlich mit und nicht stellt sich zurück. Dafür ist dieses kleine Teil da. Das greift hier um die Federhülse und wird vorne an der Schraube für die Scheinwerferbefestigung verschraubt. Also das heißt, ich muss sie später noch mal lösen, wenn ich den Scheinwerfer einbaue. Aber ich mache das hier, um das zu demonstrieren. Und jetzt sollte das Lenkrohr immer ganz einfach in die Ausgangslage zurückflutschen. Tut's nicht, das heißt, ich habe irgendwo noch einen Widerstand drin. Den muss ich unbedingt vermindern, weil so geht es gar nicht. Ich habe auch schon eine Idee, woran es liegt. Da drückt das Blech gegen das Schaltrohr. Jetzt flutscht es in beide Richtungen. Das ist eine Arbeit, für die man sich wirklich immer Zeit lassen sollte, wenn man eine Motorino Diablo verbaut. Wenn das nicht flutscht, macht das Ganze keinen Spaß später. Die Schaltraste hat auch so eine leichte Rückstellfeder, die hat aber nicht viel Kraft. Deswegen ist wichtig, dass oben auch eine Rückstellung funktioniert. Beim Gasgriff dasselbe Spiel. Hier ist eine Scheibe, die sorgt dafür, dass das Gasrohr nicht direkt schleift. Die muss dazwischen sein und alles gut geschmiert. Das ist eine Spezialanfertigung von mir. Eine umgebaute Schaltrolle haben wir aber auch in schön von Sipp. Was brauchen wir noch? Jetzt haben wir lustige Schalter hier, die können wir auch schon mal reinfriemeln. Aus irgendeinem Grund passt das nicht. Man muss ein bisschen anfeilen. Schauen, ob es passt. Ein bisschen Kraft passt es. Gucken, ob das besser passt. Ja. So, jetzt kommt eine meiner ganz großen Lieblingsaufgaben, nämlich einen Lenkkopf zu montieren. Das ist immer nervig. Meine Tieferlegung von dem Lenker fällt mir jetzt auf die Füße. Ich kriege die Schraube nicht durch. Da die Aussparung im Lenker für die Schraube. Das muss ich wohl ausfrieren. Dazu habe ich so überhaupt gar keine Lust. Eine Stunde später. 3 Stunden später. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Jetzt kommt die Lenkerklemmung. Gucken, ob das so sitzt, wie ich mir das vorstelle. Müssen trotzdem noch ein paar Kabel durch, aber da ich jetzt keine Lust drauf habe, kommt das später. Jetzt kommt erstmal der Motor rein, damit es schon mal gut aussieht.